Hallo ihr Lieben, Andrea ist wieder da und heute zeige ich dir, wie du die wohl einfachste und schnellste Ferse der Welt stricken kannst, nämlich die Spiralferse. Wenn du dir schwer tust beim Fersenstricken oder du dich noch nicht traust, komplizierte Fersen zu stricken, wenn du einfach vor dich hin stricken möchtest oder wenn du einmal eine ganz neue Ferse kennenlernen möchtest, dann ist dieses Video und diese Fersenform genau das Richtige für dich. Du brauchst hier weder Maschen zunehmen, abnehmen oder sonstiges. Du strickst hier einfach nur rechte und linke Maschen. Und dadurch entsteht dieses Spiralmuster, das sich wunderbar um deine Ferse legt. Und wie du hier sehen kannst, passt Thomas diese Spiralferse genauso gut wie die ganz normale Käppchenferse. Ich habe hier schon ein Sockenbündchen vorbereitet. Das ist jetzt ein längeres mit 18 cm. Das könnte man auch wunderbar jetzt umschlagen. Du kannst aber auch gerne ein kürzeres mit 10 oder 15 cm stricken. Ich habe hier 64 Maschen angeschlagen, also 16 Maschen pro Nadel und ich habe immer 2 Maschen rechts und 2 Maschen links gestrickt. Dieses Bündchen passt mir mit Schuhgröße 40 als auch Thomas mit Schuhgröße 42. Wenn du kleinere oder größere Füße hast, dann kannst du natürlich auch mehr oder weniger Maschen anschlagen. Wenn man mit der Ferse beginnt, sollte die Maschenanzahl durch 8 teilbar sein. Entweder du hast bereits seit Beginn an 56, 64 oder 72 Maschen. Das wäre die einfache Methode. Fortgeschrittene können auch gerne eine Maschenanzahl nehmen, die nur durch 4 teilbar ist, zum Beispiel 60 Maschen und dann eine Runde, bevor man mit der Ferse beginnt, einfach bei jeder Nadel eine Masche zunehmen. Damit hier keine Löcher entstehen, würde ich hier eine unsichtbare Zunahme machen. Wie das geht, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und das schreibe ich dir in die Videobeschreibung. In meiner Videobeschreibung findest du übrigens auch viele andere Infos, die ich hier nicht erwähne, damit ich nun endlich mit der Sockenferse beginnen kann. Damit du dir etwas leichter tust, habe ich hier schon einen Zettel vorbereitet und das Muster drauf aufgezeichnet. Die Kreise sind meine rechten Maschen und die Striche sind meine linken Maschen. Und das Spiralmuster entsteht dadurch, dass ich das Muster alle 4 Runden um eine Masche versetze. Also ich beginne mit der ersten Runde. Ich stricke immer abwechselnd 4 Maschen rechts und 4 Maschen links. 4 Maschen rechts. Und 4 Maschen links. Vier Maschen rechts und 4 Maschen links. Vier Maschen rechts und 4 Maschen links.
Diese Runde strickst du insgesamt 4 Mal. Und jetzt versetzt du das Muster. Ich versetze es hier um eine Masche nach rechts. Das bedeutet, am Anfang der Runde hast du nur 3 Maschen rechts. 1, 2 und 3. Und dann geht es ganz normal wieder mit 4 Maschen links und 4 Maschen rechts weiter. 4 Maschen links. Und 4 Maschen rechts. Vier Maschen links. Und 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. 4 Maschen links. Vier Maschen rechts. Vier Maschen links. Und 4 Maschen rechts. 1, 2, 3 und 4. 4 Maschen links. Vier Maschen rechts. Am Ende der Runde strickst du dann nur mal eine Masche rechts. Auch diese Runde stricken wir insgesamt 4 Mal. Danach versetze ich wieder das Muster um eine Masche nach rechts. Eine rechte und eine zweite rechte. Und ich beginne wieder mit meinen 4 linken. Und 4 rechte. Für linke. Für rechte. Und genauso geht es weiter.
Am Ende der Runde strickst du dann noch 2 Maschen rechts. Wieder stricke ich diese Runde insgesamt 4-mal. Ich versetze wieder die Runde und beginne diesmal mit einer Masche rechts und dann stricke ich wie gehabt immer 4 Maschen links und 4 Maschen rechts. Eine Masche rechts, 4 Maschen links, und 4 Maschen rechts, 4 Maschen links und 4 Maschen rechts. Und weil ich gerade wieder etwas Zeit habe, möchte ich mich für deine Unterstützung bedanken. Ich danke insbesondere einmal meinen Kanalmitgliedern und den Leuten, die mich mit dem Thanks-Button unterstützen. Natürlich auch ein herzliches Dank an diejenigen, die meine Videos teilen oder mir regelmäßig liebevolle Nachrichten schreiben oder in dem Video einen Daumen hoch geben. Auch solche Sachen helfen mir und meinen Kanal weiter. Und hier am Ende von der Runde bleiben noch 3 Maschen rechts übrig. Diese Runde strickst du auch wieder insgesamt 4-mal. Danach wird das Muster wieder um eine Masche nach rechts versetzt. Ich beginne nun mit 4 Maschen links und dann kommen 4 Maschen rechts. 4 Maschen links und 4 Maschen rechts und so geht es auch weiter. Nach 48 Runden ist meine Spiralferse lang genug. Du kannst deine Ferse natürlich auch etwas kürzer oder etwas länger stricken. Wenn du eine kleinere Ferse hast, strickst du einfach 4 Runden weniger, bei einer größeren 4 Runden mehr oder 8 mehr, je nachdem. Jetzt kannst du mit glatt rechts oder einem Sockmuster weiter stricken oder du könntest dieses Spiralmuster auch bis zur Sockenspitze weiter stricken. Möglichkeiten gibt es hier unendlich viele. Du kannst auch, wenn du es möchtest, das Spiralmuster von dem einen Fuß immer nach rechts versetzen und bei dem anderen gegengleich, also nach links versetzen. Ich werde diese Socke nun in glatt rechts weiter stricken und wahrscheinlich die Bandspitze von meiner Oma stricken, auf alle Fälle mit einem ganz tollen Ende. Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal unterstützt. Also unbedingt, bevor du meine Bandspitze von meiner Oma anschaust, Kanalmitglied werden oder dem Video einen Daumen hoch geben. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.